Der eine ist der selbsternannte Held der Arbeiterklasse und Verteidiger der Demokratie, der frustriert darüber ist, dass selbst seine eigene Partei ihn für einen Tattergreis hält. Und das trotz einer boomenden Wirtschaft. Der andere ist ein geheimnisumwobener imperialer Führer, der in die politische Elite seines Landes hineingeboren wurde und autoritäre Allianzen auf der ganzen Welt aufbaut, obwohl die Wirtschaft seines Riesenreichs mit einem langfristigen Abschwung konfrontiert ist. Dass Joe Biden und Xi Jinping die größten Volkswirtschaften der Welt anführen, sollte für sie Grund genug sein, ihre widersprüchlichen Biografien und Weltanschauungen zu überwinden. Nach den zermürbenden Wortgefechten und Drohungen der letzten Jahre wollen beide Seiten einen Neuanfang. Und zumindest bis zu den US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr geschieht das seitens Bidens aus reinem Eigeninteresse. Dennoch gibt es bei allen Differenzen viel, was diese beiden Länder miteinander verbindet. Der bilaterale Handel belief sich im Jahr 2022 auf fast 760 Milliarden US-Dollar, während der Wert der Investitionen in Sach- und Finanzanlagen bei 1,8 Billionen US-Dollar lag. Zum Vergleich, der viel diskutierte Handel zwischen China und den anderen BRICS-Staaten hat gerade mal 1/3 des Handelsvolumens mit den USA ausgemacht und ist damit eine klar zu vernachlässigende Größe, der den Handel mit den USA für China nie auch nur ansatzweise ersetzen könnte. Und das bei allem Lärm, der ja in letzter Zeit um die BRICS-Staaten und ihre vertiefte Zusammenarbeit gemacht wird. Die Wirtschaft bleibt das Fundament der Beziehungen zwischen den USA und China und die Wirtschaft steht auch bei ihrem Treffen in San Francisco im Vordergrund. Aus diesem Grund haben Washington und Peking im Vorfeld des Meetings Monate der mühsamen Diplomatie gewidmet, die den Grundstein für den Gipfel in Kalifornien legte, einschließlich eines zweitägigen Treffens zwischen Finanzminister Janet Yellen und dem chinesischen Vizepremier. Die Zeichen stehen ganz klar auf Kompromissbereitschaft und nicht mehr auf gegenseitige Provokation. Auch wenn man von dem Gipfel keinen Durchbruch erwarten darf, abgesehen von einer Wiederherstellung der Kommunikationskanäle zwischen den Militärs beider Länder, dem Versprechen, mehr zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Eindämmung des illegalen Fentanylhandels von China in die USA zu tun. Alle Zeichen stehen auf Annäherung. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, es wäre Wahnsinn, wenn die USA versuchen würde, sich von China abzukoppeln oder Länder im Indopazifik zu zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden. Wir haben kein Interesse an einer geteilten Welt und deren katastrophalen Auswirkungen, sagte sie. Wenn also Joe Biden und Xi Jinping in San Francisco zu einem Tête-à-Tête zusammensitzen, werden sich beide eingestehen müssen, was sie wahrscheinlich lieber vermieden hätten. Sie brauchen einander. China braucht die USA und die USA brauchen China. Denn Washington hat mit der Konfliktachse Ukraine, Iran, Israel ohnehin schon viel zu tun. Und China, ja, dort ist das Wachstumsmodell der Kommunistischen Partei vor die Wand gefahren und steckt in einer Abwärtsspirale fest. Und dennoch, es ist eine ungleiche, zum Teil fast einseitige Annäherung zwischen beiden Ländern. Amin Maalouf, der Präsident der L'Académie Française, sagte, beide Supermächte hätten taktische Gründe für eine Annäherung, aber China brauche sie mehr. Die chinesische Wirtschaft ist in Schwierigkeiten, die US-Wirtschaft nicht. Ja, Amerikas gigantische Schuldenberge sind ein Risiko mit ungewissen Ausgang. Da haben wir ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das Gleiche gilt für China übrigens. Irgendwann muss die amerikanische Wirtschaft unter der Schuldenlast zusammenbrechen und wird die Weltwirtschaft mit in den Abgrund reißen. Aber im Moment erfreut sich die USA bester Gesundheit. Die US-Öl- und Gasproduktion wird in diesem Jahr neue Rekorde erreichen und Amerikas Position als weltweit größten Exporteur weiter festigen. Billiger Strom, der CHIPS Act und die Subventionsprogramme des Inflation Reduction Act führen zusammen zu einer massiven Wiederbelebung der amerikanischen Industriebasis. Die Arbeitslosigkeit liegt fast auf dem tiefsten Stand in den letzten 50 Jahren. Die Produktivität ist in vollem Gange und stieg in den letzten beiden Quartalen um 3,5% bzw. 4,7%.
Vielleicht ein Zeichen dafür, dass Amerikas ultraflexible Arbeitsmärkte die Vorteile der KI nutzen. Die USA können die mit dieser Wirtschaftskraft einhergehenden Zinssätze von 5,5% verkraften. China kann das nicht. Die chinesische Nationalbank PBOC kämpft mit der Bewältigung importierter Währungsspillover der Federal Reserve und ist gezwungen, ihre Geldpolitik restriktiv zu halten, um den Yuan zu stabilisieren und Kapitalflucht zu verhindern. Dies sorgt für Stress auf den chinesischen Geldmärkten. Die kurzfristigen Kreditzinsen erreichten Ende Oktober 50%, bevor die PBOC intervenierte. Immer mehr chinesische Immobilienfirmen mit Dollarschulden droht der Konkurs. Country Garden und Evergrande sind mit Offshore-Anleihen in Verzug geraten. Laut Credit Sites sind chinesische Immobilienentwickler mit 3/5 ihrer gesamten Dollarverbindlichkeiten in Höhe von 175 Milliarden US-Dollar in Verzug. Die Eliten der Kommunistischen Partei in China glaubten ihrer eigenen Rhetorik nach der Lehman-Krise im Jahr 2008. Sie dachten fälschlicherweise, dass dies der Todesstoß für den amerikanischen Kapitalismus und eine Rechtfertigung der staatlichen Kontrolle Chinas über das Kredit- und Bankensystem sei. Aber die Welt befindet sich an einem Wendepunkt, an dem langjährige Annahmen plötzlich nicht mehr gelten. Wladimir Putin konnte spüren, wie die tektonischen Platten unter seinen Füßen bebten. Sein Besuch in Peking Mitte Oktober verbarg kaum die zunehmenden Differenzen. Diesmal gab es keine Wiederholung von Freundschaft ohne Grenzen. Putin kam mit seinem Plan für die Gaspipeline Power of Siberia 2 von der Jamal-Halbinsel nach China nicht weiter. Xi Jinping zögert. Unterdessen hat der chinesische Energiekonzern ENN mit Cheniere einen 20-Jahres-Vertrag über den Import von Flüssiggas aus den USA abgeschlossen. Das muss Putin ärgern. Xi Jinping wird Wladimir Putin nicht im Stich lassen, aber er könnte seinen peinlichen Verbündeten weiter ins Abseits drängen. Putins Krieg in der Ukraine hat China schließlich in eine kostspielige Konfrontation mit Europa hineingezogen, die China nicht wollte. Und untergräbt Xis Bemühungen, den Westen zu spalten, indem er Europa gegen Amerika ausspielt. Auch andere ambitionierte internationale Kooperationen der Chinesen erweisen sich als Flop. Die neue Seidenstraße ist als trojanisches Pferd diskreditiert. Italien hat sich zurückgezogen. Das gilt auch für die baltischen Staaten. Die deutsche Stadt Duisburg versucht zu vergessen, dass sie jemals für das Projekt begeistert war. Wir sind ernüchtert, sagte der Duisburger Hafenchef Markus Bangen. Für China ist dieses 1 Billionen Dollar teure Abenteuer im Kampf um globalen Einfluss mittlerweile zum Desaster geworden, das eine Spur von uneinbringlichen Schulden hinterlässt. Die Gesamtinvestitionen in die Seidenstraße sind auf nur 5 Milliarden Dollar pro Jahr eingebrochen. Extreme Null Covid war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es hat Chinas Chancen auf einen wirtschaftlichen Boom, bevor die demografische Krise ernsthaft zuschlägt, völlig zunichte gemacht. Die USA wissen natürlich um die Schwächen Chinas und haben bei aller Annäherung die eigenen Prioritäten nicht vergessen. Man denke nur an ihre jüngsten verheerenden Handelsbeschränkungen für den Export von hochentwickelten Chips. Der Vorsprung des Westens gegenüber China bei der Halbleitertechnologie hatte sich zuletzt verringert. Jetzt sollte er sich wieder ausweiten. China hat keinen Zugang zu der extremen Ultraviolettlithografie EUV, die zur Militarisierung von Chips unter 7 Nanometer erforderlich ist, was für Quantencomputer, fortschrittliche Waffen und die KI-Revolution unabdingbar ist. Nur ein einziges Unternehmen auf der Welt stellt diese Maschinen her, ASML in den Niederlanden mit Komponenten aus Kalifornien. Und es wird Jahre dauern, bis China eigene Maschinen herstellen kann. Bis dahin werden die Konturen des digitalen Ökosystems der Welt längst festgelegt sein. Ja, es gibt einen globalen Schwarzmarkt für Nvidias A100 KI-Chips mit einem hohen Preisaufschlag von 20.000 Dollar pro Stück. Aber dieser kann der technologischen Bedarf einer Supermacht nicht decken und es wird immer schwieriger, die Beschränkungen zu umgehen. Dies alles führt dazu, dass die Ambitionen Chinas, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden, wohl mindestens viele Jahrzehnte auf Eis gelegt werden müssen oder vielleicht nie Realität werden. Xi Jinpings Ziel besteht darin, China im nächsten Jahrzehnt zu einem mittelständisch entwickelten Land zu machen. Was bedeutet, dass die chinesische Wirtschaft um etwa 5% pro Jahr wachsen muss.
Aber zugrunde liegende Trends, schlechte Demokratie, hohe Verschuldung und sinkendes Produktivitätswachstum lassen darauf schließen, dass das Wachstumspotenzial des Landes nur etwa halb so hoch ist, also 2,5% pro Jahr. Unter der Annahme, dass die USA mit 1,5% wachsen, bei ähnlichen Inflationsraten und einem stabilen Wechselkurs, würde China Amerika als größte Volkswirtschaft der Welt, wenn überhaupt, erst im Jahre 2060 überholen. Langfristiges Wachstum hängt davon ab, dass mehr Arbeitnehmer mehr Kapital verbrauchen und es effizienter einsetzen. China dagegen ist mit einer schrumpfenden Bevölkerung und einem rückläufigen Produktivitätswachstum gewachsen, indem es der Wirtschaft in einem unhaltbaren Tempo mehr Kapital zuführte. Das Pro-Kopf-Einkommen in China beträgt derzeit 12.500 US-Dollar, ein Fünftel des US-Einkommens. Damit hat China einen Wert erreicht, bei dem auf Basis der Entwicklung in anderen Volkswirtschaften eine Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums durchaus üblich wäre. Heute gibt es 38 fortgeschrittene Volkswirtschaften auf der Welt und alle von ihnen wuchsen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg über die Einkommensgrenze von 12.500 Dollar. Die meisten davon ganz allmählich. Nur 19 wuchsen in den folgenden 10 Jahren um 2,5% oder schneller. Und zwar dank der Unterstützung durch mehr Arbeitskräfte. Im Durchschnitt wuchs die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter jährlich um 1,2%. Nur Lettland und Litauen verzeichneten einen Rückgang der Arbeitskräfte. China ist also ein Ausreißer. Es wäre das erste große Land mit mittlerem Einkommen, das trotz des seit 2015 einsetzenden Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,5% über mehrere Jahre aufrechterhält. Und in China ist der Rückgang der Bevölkerung massiv, mit einer jährlichen Rate von fast 0,5% in den kommenden Jahrzehnten pro Jahr. Und dann sind da noch die Schulden. In den 19 Ländern, die nach Erreichen des aktuellen Einkommensniveaus Chinas ein Wachstum von 2,5% aufrechterhielten, betrug die Verschuldung einschließlich Regierung, Haushalt und Unternehmen durchschnittlich 170% des BIP. Keines hatte annähernd so hohe Schulden wie China. Vor der Krise von 2008 lagen Chinas Schulden stabil bei 150% des BIP. Danach begann es mit der Kreditvergabe, um das Wachstum anzukurbeln, und die Schulden stiegen bis 2015 auf 220% des BIP. Schuldenexzesse führen normalerweise zu einem starken Abschwung und Chinas Wirtschaft verlangsamte sich in den 2010er Jahren zwar, allerdings nur von 10 auf 6%, weniger dramatisch als frühere Muster vorhersagen würden. Dank eines Booms im Technologiesektor und, was noch wichtiger ist, durch die Emission weiterer Schulden konnte China eine stärkere Verlangsamung vermeiden. Die Gesamtverschuldung beläuft sich heute auf bis zu 275% des BIP, 275%, und ein großer Teil davon finanzierte Investitionen in die Immobilienblase, die gerade platzt. Obwohl Kapital, hauptsächlich Immobilieninvestitionen, dazu beitrug, das BIP-Wachstum anzukurbeln, sank das Produktivitätswachstum im letzten Jahr um die Hälfte auf 0,7%. China muss jetzt 8 US-Dollar investieren, um ein BIP-Wachstum von $1 zu generieren. Doppelt so viel wie vor einem Jahrzehnt und der schlechteste Wert aller großen Volkswirtschaften. In dieser Situation wäre ein Wachstum von 2,5% eine echte Leistung. Ein anhaltendes Wachstum von 0,7% wird den Bevölkerungsrückgang kaum ausgleichen. Um ein BIP-Wachstum von 5% zu erreichen, bräuchte China Kapitalwachstumsraten wie in den 2010er Jahren. Unmöglich. Der Großteil dieses Geldes floss in die physische Infrastruktur. Straßen, Brücken, Wohnraum. Angesichts des Ausmaßes der Immobilienkrise ist es wahrscheinlich, dass das Kapitalwachstum insgesamt auf etwa 2,5% zurückgehen wird. Natürlich herrscht Konsens darüber, dass China jedes von der Regierung gesetzte Ziel erreichen kann. Aber viele Prognosen haben das Tempo der Verlangsamung Chinas in den letzten Jahren nicht berücksichtigt. Um das Jahr 2010 gingen manche prominente Prognostiker davon aus, dass Chinas Wirtschaft bis 2020 die USA nominell überholen würde. Im Jahr 2014 behaupteten einige Ökonomen, dass China gemessen an der Kaufkraftparität bereits die größte Volkswirtschaft der Welt sei.
Eine These, die auf theoretischen Währungswerten basiert und in der realen Welt keine Bedeutung hat. Diese Theoretiker argumentieren, dass der Yuan stark unterbewertet sei und gegenüber dem Dollar zwangsläufig an Wert gewinnen müsse, was die Dominanz der chinesischen Wirtschaft verdeutliche. Stattdessen allerdings wertete sich die chinesische Währung weiter ab und die chinesische Wirtschaft ist nominell immer noch 1/3 kleiner als die der USA. Wenn überhaupt, sind 2,5% eher eine optimistische Prognose, die die Wachstumsrisiken herunterspielen. Chinas Wachstum von 2,5% hat erhebliche Auswirkungen auf seine Ambitionen als wirtschaftliche, diplomatische und militärische Supermacht. Doch bei allen Unkenrufen zur Wirtschaftskrise in China und einer möglichen Annäherung mit den USA ist Vorsicht geboten. Die meisten China-Veteranen bezweifeln, dass sich irgendetwas Wesentliches ändern wird. Xi Jinping hat seine Ansichten über Chinas globale Dominanz im 21. Jahrhundert nicht geändert, sagte George Magnus vom China Center der Universität Oxford. Er will Eigenständigkeit, weil ausländische Unternehmen unrein sind. Alles muss in China, für China hergestellt werden. Das ist die leninistische Denkweise, sagt er. Global Times bietet immer noch eine tägliche Dosis an Propaganda mit Beschimpfungen über den Westen. Das Zentralkomitee veröffentlichte letzten Monat einen 12-Punkte-Plan für die wirtschaftliche Integration Taiwans in die Provinz Fujian. Ein Schritt, der von einigen in Taipeh als Vorläufer der Annexion angesehen wird. Das alles hört sich an wie im Osten nichts Neues. Was auch immer deine Meinung zu China und den USA ist, Frieden in der Welt ist für uns alle ein unbezahlbar hohes Gut. Ein verheerender Krieg wäre für uns alle teurer als die höchste Steuer. Daher müssen wir alle diplomatischen Bemühungen um Frieden, so opportunistisch sie auch sein mögen, als gutheißen und willkommen heißen. Und das gilt natürlich auch für die Annäherung zwischen Joe Biden und Xi Jinping. Vor allen Dingen ist natürlich ganz wichtig, dass China die Hände von Taiwan lässt. Eine Attacke auf Taiwan oder eine Sperre Taiwans oder der Straße von Taiwan oder des Luftraums hätte fatale Folgen für die Weltwirtschaft und würde tatsächlich zu einer Depression wie in den 1930er Jahren führen. Dazu machen wir nochmal ein eigenes Video. Das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Gleichzeitig müssen wir außerhalb von Taiwan, also in der Europäischen Union, in den USA und in anderen westlich orientierten Ländern Kapazitäten schaffen, um die Chips herzustellen, die momentan in Taiwan hergestellt werden. Wenn du jemand bist, der sich damit befasst, ins Ausland umzuziehen, möglicherweise um deine Steuerlast zu optimieren, möglicherweise dich dafür interessierst, im Ausland zu investieren, um dich hier letztlich vielleicht neu zu orientieren, von Deutschland weg, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch mit uns zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wie du sehen kannst, befassen wir uns sehr detailliert damit, was in der Welt passiert und können unsere Mandanten so auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Welt beraten und was für sie möglicherweise die richtigen Entscheidungen sind. Ich würde mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.